So, wir haben jetzt alles vorbereitet. Und? Los geht's. Mit der ersten Mischung hier für unser Schattendach. Was haben wir dann heute Abend? Ein Schattendach. Naja, also, ein Viertel. Ja. Erstmal müssen wir hier ein bisschen die Hundesicherung wegmachen. Na. Hilft auch nicht viel. Jetzt ist es soweit. Jetzt werden wir hier mal die erste Mischung anmischen. Wir haben so eine 1:4er Mischung da gemacht, wenn ich richtig gerechnet habe. Aber ich denke auf jeden Fall ausreichend stark für so eine Terrasse. Generell mit der Stärke so 10-12 Zentimeter ungefähr sind wir da, glaube ich, auf der sicheren Seite. Sind schon ein paar Mischungen mehr drin und ja, 1-2 Mischungen noch und dann ist die erste Platte fertig, soweit, dass wir dann abziehen können mit der großen Stange. Vor dem Abziehen kommt noch das Verdichten. Dafür nehme ich hier den großen Betonvibrator. Da sieht man schön, wie die Luftbläschen dann an dem Vibratorstange, an der Vibratorstange, an dem Vibratorkolben irgendwie hochkommen. Ja, das sorgt dann halt dafür, dass der Beton noch mal ein bisschen stabiler wird und hoffentlich dann keine Risse gebildet werden. Sarah zeigt es jetzt, man erkennt deutlich die verdichteten Stellen im Gegensatz zu den unverdichteten Stellen. Die wirken dann schon sofort glatter auch von der Oberfläche. Jo, und dann ist Zeit, mal mit dem Glätter rüber zu gehen, die Oberfläche schon mal so einigermaßen glatt zu ziehen. Und da muss man erstmal warten, bis es ein bisschen angetrocknet ist. So, wir legen gerade eine Nachtschicht ein. Oder ich filme, Martin macht das. Oh, ich muss noch einmal. Das Licht ist doch ein Tick zu hell. Martin macht nämlich gerade den Beton schön. Such's zumindest. Er versucht es. Nein, das sieht gut aus. Also definitiv so wie bei unseren Arbeitern. Was ich jetzt gerade so sehe. Nala hat sich auch schon verewigt. Da, das war die kleine Maus. Die freut sich, wenn wir abends noch rauskommen. Wir haben ein bisschen zu spät losgelegt, deswegen ist die ganze Sache dann in die Nacht reingegangen. Wir werden die nächste Platte auf jeden Fall ein bisschen früher beginnen. Und wir machen das jetzt noch fertig und dann sagen wir einfach gute Nacht. Unser Schattendach ist fertig. Es ist wegen der Hunde immer noch abgesperrt. Aber das sieht schon richtig geil aus. Martin hat jetzt gerade noch... Hallo Martin. Hallo. Gerade noch hier die Stange für die nächste Platte auf Maß reingesetzt. Da werden wir dann morgen früh weitermachen. Dann haben wir schon unser halbes Schattendach hier fertig. Das sieht geil aus. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Ob alles klappt, ob nicht. Und Martin ballert, glaube ich, jetzt noch die Reste rein. So, ein neuer Tag, neues Glück. Wir haben alles soweit vorbereitet. Jetzt kommt die letzte, die zweite Platte. Und dann sehen wir uns, wenn die weiter ist. Ja, da sind wir auch schon wieder beim Verdichten. Wir haben das mit dem Filmen beim Betonieren nicht so gut geschafft, weil es muss ja relativ schnell gehen. Wir haben ja auch trotz Winter hohe Temperaturen beim Betonieren gehabt. Dementsprechend wollten wir da auch alles relativ schnell machen. Kurze Zwischensequenz heute Morgen. Wir haben gleich die Hälfte geschafft. Die Maschine läuft in einem durch. Es ist mega anstrengend, ich habe jetzt nicht viel Zeit zum Filmen, aber wir
kommen dem Ziel immer näher. Richtig geil. Wir sind jetzt kurz vom Ziel hier mit dem Betonieren. Ich schätze jetzt mal 2, 3 Mischungen noch. Dann ist das hier voll. Ich weiß nicht, ob ihr das schon seht. Teilweise, das guckt ja drüber. Also es ist höher. Wenn wir das gleich verdichtet haben, dann ist das viel tiefer. Das werdet ihr dann auch noch sehen. Ich muss ja eh gleich nochmal versuchen, hier ein bisschen zu verteilen. Jetzt darf Sarah mal ein bisschen verdichten, weil ich musste mich da immer so ein bisschen so rumhangeln. Für mich war das ein bisschen schwer, weil ich habe keine Gummistiefel. Meine Gummistiefel sind damals in Deutschland geblieben. Ich muss mir mal unbedingt hier neue holen. Und es ist halt einfacher, wenn Sarah da mit den Gummistiefeln reingeht. Auch hier sieht man wieder, wie die Luftbläschen da rauskommen, wie viel Luft da noch in dem unverdichteten Beton ist. Und man erkennt auch, wo Sarah schon verdichtet hat. So sieht unsere Platte jetzt aus. Wir haben das gerade verdichtet. Und dann mit der Eisenstange hier so Richtung unten abgezogen. Ja, leider stellt er jetzt natürlich das falsche scharf. Dann habe ich schon mal hier einmal so ein Ecke. Alles abgewaschen grob. Das ist jetzt nur so Zementwasser, das kriegt man aber wieder ab. Martin hat den Untergrund auch schon mal so vorbearbeitet, ne? Aber ihr seht ja jetzt schon, wie glatt das ist eigentlich. Und das ist noch nicht final, also da kommt gleich noch was. Mega. Und nach dem, oder beim Vibrieren habt ihr auch gesehen, dass das schon richtig abgesackt ist. Was ich vorher sagte, durch die Luft da drin wirkt das halt viel zu viel, aber im Endeffekt ist das gar nicht viel zu viel gewesen. So sieht jetzt der Feinschliff aus. Der eine Gang ist jetzt durch. Jetzt macht der Martin den weiteren Gang. Ich weiß nicht, ob danach noch einer kommt. Das muss man machen, je nachdem wie trocken oder nass das gerade ist. Das sieht schon mega geil aus. Jetzt gleich fängt der letzte Tag mit Betonarbeiten an. Dann haben wir das hier weg. Dann ist unser Schattendach fertig. Also der Boden. Sieht schon wieder schlimm hier aus, weil Sturm war. Aber ist ja nur Stauberde. Aber mehr zum Fegen, wenn wir mehr Beton haben. Genau. Und wir legen jetzt los. Schon ist das Ganze fertig. Haben wir mal abgekürzt. So sieht jetzt unser fertiges Schattendach aus. Also wie gesagt, das Dach machen wir halt noch. Das kommt noch, aber erstmal haben wir noch andere wichtigere Projekte. Die werden wir euch dann auch zeigen. Aber uns war erstmal wichtig, dass wir draußen sitzen können, dass wir vernünftig hier nicht in der Erde sitzen können. Gerade für Martin war das wichtig. Die zwei Doofen. Wir haben gestern Abend gegrillt. So. Ja, und das war's. So haben wir unser Schattendach gemacht. Viel Spaß bei den nächsten Videos und bis dann.